Hallo und alle Helden da draußen. Jetzt habe ich es ihm gegeben hier. Werft den Burschen zu Boden. Boom! Was geht denn hier ab? Sachen gemacht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Das ist der Hammer. Natürlich krass, was so ein Blatt halt kann. Säge, die hat Hass. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Säbelsägen bzw. Säbelsägenblätter. Deswegen haben wir hier jede Menge Säbelsägenblätter, denn wir wollen etwas ausprobieren. Und zwar ist es möglich, einen ganzen Baumstamm durchzusägen in derselben Geschwindigkeit wie mit einer Kettensäge? Oder schaffen wir es hier, so einen großen Balken mit massiv vielen Nägeln hier drin auch zu sägen? Oder eine ganze Bahnschiene mit einer Säbelsäge? Das wirst du heute in diesem Video sehen. Heute schauen wir uns also die Säbelsägenblätter an und auch die neue Bosch Bi-Turbo Säbelsäge. Aber ich muss euch zuerst etwas gestehen, also wirklich etwas Persönliches von mir gestehen. Und zwar, ich mochte keine Säbelsägen. Ja, nicht mochten ist halt relativ, aber ich habe sie einfach nie in die Hand genommen. Ich habe halt gesagt, ach, nimmst du die Kettensäge, nimmst du einen Winkelschleifer, nimmst du eine Stichsäge und nimmst du irgendwas anderes immer, weil mir waren die immer so ein bisschen zu unhandlich und nicht schnell genug und dann hat es so vor sich rumgewabbelt und das hat ewig gedauert und boah, das war mir alles ehrlich nichts. Und das muss ich, ganz ehrlich, das war wirklich bis vor kurzem so. Und natürlich habe ich sie mal in die Hand genommen, habe auch mal was gemacht und so, es war auch okay. Aber ich habe mich vor ein paar Tagen das erste Mal wirklich intensiv mit dem Thema Säbelsägenblätter auseinandergesetzt. Ja? Und mein Gehirn so, boom, was geht denn hier ab? Weil vor kurzem kam auch die neue Bosch Bi-Turbo Säbelsäge raus, ja? Die 28er. Und damit haben wir ein bisschen hin und her getestet und ich habe Sachen gemacht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Das ist der Hammer. Wir haben letzte Woche so viel mit dieser Säbelsäge gemacht, dass die GSR 18V28, wenn dich für die interessierst, schau mal auch unten die Videobeschreibung. Da findest du die Säge im ehrlichen Preisvergleich und vor allem auch alle Sägeblätter im ehrlichen Preisvergleich, dass du auch mal ein Gefühl dafür bekommst, was die kosten, wo man die bekommt, was ist alles noch. Da kriegst du noch so viele Informationen, auch zusätzlich zu dem, was ich heute erzähle, weil das hier kann ich dir nicht alles heute hier im Detail nochmal erklären. Ich will nämlich nur einige Tests mit euch machen. Wenn ich mehr machen soll, ja, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Vor allem auch, welche Blätter euch interessieren oder welche Extremtests ich noch machen soll. Denn ich habe hier die Säge genommen, habe gedacht, naja, ist auch wieder nur so eine Säbelsäge, hatte aber die Info bekommen, naja, mach doch mal, nimm die wirklich in die Hand und probier es doch mal aus. Und was habe ich gemacht? Ich habe sie genommen und habe gesagt, ja, nehme ich immer so ein schönes Blatt hier, so eins zum Beispiel, zack, bumm, rein. Und habe gesagt, jetzt nehme ich mal eine Palette und mache den nieder. Und das hat gedauert, boah, Sekunden, also wirklich nicht mal eine Minute, Sekunden. Und dann war schon weg. Und von dem Moment war ich so ein bisschen schockverliebt, weil die Säge, ich sage immer, die Säge hat nicht Energie, die Säge, die hat Hass. Also das ist wirklich Hass, was hier vorne rauskommt. Die sägt dir alles kurz und klein. Und das ist richtig, richtig cool. Also das ist die erste Bi-Turbo Säbelsäge von Bosch. Und ich muss sagen, die macht richtig Spaß. Das Interessante ist an der Säge, brauche ich euch quasi gar nichts erklären. Ja? Außer, ihr habt hier so einen schönen Griff, der genau in die Richtung geht. Ihr greift nicht hier unten oder hier oben oder irgendwo hier so in der Mitte rein, sondern ihr habt einen schönen Griff. Zusätzlich habt ihr hier oben noch einen schönen Bügel, ja, um die auch mal aufzuhängen. Ja, wunderbar mit dabei, extrem robust gemacht und habt hier eine wunderbare Möglichkeit, das anzufassen. Denn was ich super finde, ist, wenn du hier schöne Kontrolle über so eine Säge hast. Und dann kannst du so, Moment, zur Schiene kommen wir gleich erst noch. Kannst du jemand richtig lossägen. Und ich muss sagen, oh, das hat richtig Spaß gemacht. Also wir haben jetzt festgestellt, der eine Grund, warum ich ungern mit Säbelsägen gearbeitet habe, war, dass sie einfach zu wenig Hass hatten. Okay. Der andere Grund war aber wirklich das Thema Blätter. Denn wie oft hatte ich das, wie übrigens auch bei Stichsägenblättern, und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Du hast halt so ein Blatt genommen, hast das angesetzt, hast damit gearbeitet und nach meinetwegen 2, 3, 4 Schnitten war das Ding hin. Weil die Zähne waren krumm und schief, waren ab, war irgendwie alles, das war alles Mist. Ja? Und das macht doch keinen Spaß zu arbeiten, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt etwas zu tun und dann nehme ich mir halt mal quasi so 10 Packen Blätter gleich mit. Und das war das Thema, was mich so umdenken hat lassen vor einigen Tagen. Nämlich ich habe diese Blätter ausprobiert und ich habe geschaut, wie ist die Standzeit der Blätter. Und da wollen wir mal mit einer Sache gleich anfangen, und zwar mit dem Thema Bahnschiene. Wir haben hier eine Bahnschiene
Und das ist ja schon, ich sage mal, ja, schaut mal hier, also wir haben hier schon massives Material. Ja? Das ist also hier Vollstahl, nee, Eisenstahl, das ist auf jeden Fall massives Material. Das ist eine echte Bahnschiene, auf der auch wirklich was gefahren ist. Und wir wollten das jetzt hier mal niederbringen. Ja? Und dazu nehmen wir ein Blatt. Und zwar genau dieses Blatt. Das ist dafür geeignet, aber ich zeige dir erstmal den Test. Ihr habt gerade gesehen, was passiert ist. Wir haben diese Schiene hier komplett durchgesägt mit diesem Blatt. Jetzt können wir erstmal sagen, okay, ja, geschafft. Nee. Das Interessante ist eigentlich viel eher, wie dieses Blatt jetzt aussieht. Das Blatt ist immer noch scharf. Ich könnte das jetzt ein zweites Mal machen. Wir haben gerade überlegt, ob wir vielleicht einen Standtest machen. Also wie lange ist die Standzeit dieses Blatts jetzt hier auf dem Ganzen. Aber ihr seht hier, das ist immer noch scharf. Das ist nicht für Holz, wisst ihr ja. Ja, ich will euch aber nur zeigen, das ist wirklich immer noch scharf. Und auch wenn ich jetzt hier, macht das übrigens nicht, ihr könnt euch dabei verletzen, aber wenn ich jetzt hier mit dem Finger rübergehe, ich merke noch, das ist genauso scharf, wie als es neu war. Ich habe hier das Blatt jetzt ja nochmal neu, da merkt man keinen Unterschied. Ist das nicht der Hammer? Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Ich muss sagen, das Blatt hier werde ich jetzt mal mir markieren und wann immer wir hier wirklich harte, schwere Aufgaben haben, werde ich das mit diesem Blatt testen, immer machen und mal gucken, wie lange es dauert, bis das irgendwann mal stumpf ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Und genau deswegen ist es so, dass ich so umgedacht habe und gesagt, okay, wenn das funktioniert, hast du nämlich eine Sache. Und zwar kannst du jetzt Dinge mit einer Säbelsäge machen, die du vorher mit einem Winkelschleifer gemacht hast. Wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich möchte nicht so viel Funkenflug haben, ich möchte nicht, dass das Material so sehr verteilt wird um mich herum, ja? Und ich möchte einfach auch etwas sicherer arbeiten. Denn ich sage mal so, mit einem Winkelschleifer, da ist die Verletzungsgefahr auf jeden Fall höher aus meiner Sicht als hier. Na, Moment. So, als hier mit dieser Säbelsäge. Übrigens, wenn ihr das macht, nehmt bitte den Akku raus. Das ist nur fürs Video jetzt hier. Wenn ihr jetzt das Ganze nehmt und habt hier meinetwegen ein Rohr, ein gusseisernes, wirklich dickes Rohr und arbeitet euch hier durch, ist es natürlich easy machbar. Ja? Und ihr habt überhaupt kein Problem und könnt auch sehr wandnah arbeiten. Alles Sachen, die du hier auf einmal mit einer Stichsäge machen, mit einer Säbelsäge machen kannst, mit dem passenden Blatt. Und wenn du damit eine Bahnschiene durchbekommst, dann bekommst du alles damit durch. Kommen wir zum nächsten Test und zum nächsten Blatt. Und eine Sache habe ich noch gar nicht gesagt, und zwar, warum haben wir hier eigentlich die ganze Zeit so eine blaue Verpackung? Das ist Bosch Expert Zubehör. Und zwar Bosch Expert Zubehör ist das beste Zubehör, was Bosch im Programm hat. Also wenn du bei Bosch Zubehör unterwegs bist, ist das wirklich Nonplusultra, dass du Bescheid weißt. Es gibt natürlich auch verschiedene Qualitätsabstufungen. Bosch Expert, das ist nämlich genau immer rot hinterlegt, weiße Schrift und blaue Verpackung. Daran erkennst du das auch immer. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht jetzt hier um dieses Blatt, und zwar Tough Wood. Und wozu brauchst du das Blatt? Ganz einfach, um toughes Wood niederzumachen. Nein, Spaß beiseite. Mit diesem Blatt kannst du Folgendes machen. Und zwar werden wir gleich einen kompletten Baum mit über 20 cm Durchmesser einfach so durchsägen. Und das Interessante ist Folgendes. Ich persönlich wäre bei dem immer hingegangen und hätte gesagt, ja, nimmst du eine Kettensäge und machst du los, machst du mal schnell durch. Ja? Ohne Frage kann man auch so genauso machen. Aber das Interessante ist Folgende. Wenn wir das jetzt hier mit diesem Blatt hier machen, dann haben wir
folgenden Vorteil: Du hast nicht die Verletzungsgefahr von einer Kettensäge. Bei der Kettensäge brauchst du natürlich Schnittschutzschuhe, Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe, wollte ich schon sagen, ja, entsprechende Schutzausrüstung, komplett, um dich zu schützen. Bei so einer Säbelsäge solltest du dich auch schützen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du verletzt, ist wesentlich niedriger und auch, dass du es fehlbedienst, ist wesentlich niedriger. Und mit diesem Blatt, und das zeige ich dir gleich, ist der Baum fast genauso schnell durch. Krass, oder? Ich sprach ja vorhin von dem Hass dieser Maschine und den hast du auch eben gesehen, denn wir haben den gesamten Baumstamm in unter einer Minute durchgeschnitten und eben gerade habe ich gemerkt, oh, ich habe sogar einen Fehler gemacht, denn man kann hier einstellen, dass die Säge einfach nur nach vorne und zurück sich bewegt oder dass sie hier in einer Kreisbewegung auch entsprechend sich bewegt und deswegen noch mehr Abtrag hat und dann wären wir in deutlich unter einer Minute durch gewesen. Das ist wirklich der Hammer. Also das ist wirklich krass, was so ein Blatt halt kann. Und übrigens, warum sind denn diese Blätter auch so gut? Hier ist Carbide drauf. Ja? Wir haben hier eine sogenannte Carbide-Technologie an den Zähnen. Ich weiß nicht, ob es bei dem Blatt hier auch so ist. Wir gucken mal. Es ist auch mit Carbide. Ja? Carbide könnt ihr hier übrigens ganz gut erkennen. Schaut mal hier. Wir sehen hier Carbide Technology, ja, was wir hier haben. Das heißt, wir haben hier Hartmetallzähne, die hier aufgelötet sind und die extrem standfest sind. Und wie standfest die sind, haben wir hier ja gesehen bei unserer Bahnschiene. Ja, das ist auch ein Carbide-Blatt und das ich bin hart verliebt in dieses Blatt, was immer noch wunderbar hält. Und dadurch hast du eine extrem viel höhere Standzeit. Übrigens hier bei dem Metallblatt hast du zum Beispiel eine 100-fach höhere Standzeit. Wow! Also was willst du da noch, ja? Oder bei dem Blatt, was wir hier eben benutzt haben, sind wir bei 50-fach höhere Standzeit. Also wenn das mal nichts ist. Aber okay, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich habe eine Palette durchgesägt und ich habe da gar nicht gemerkt in dem Moment, dass da sogar Nägel drin sind. Deswegen werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir nehmen hier so einen schönen Balken, hauen da Nägel rein und sägen dann nochmal schnell mal einmal durch und du wirst sehen, das interessiert das Blatt gar nicht. Weil ich es gerade gar nicht gesagt habe, welches Blatt habe ich eigentlich genommen. Ich habe hier Bosch Expert für Multimaterial genommen, also Multimaterial. Damit kannst du gefühlt so ziemlich alles durchschneiden, was du willst. Und zwar ist das Blatt S1156XHM. Ja? HM steht übrigens für Hartmetall und so weiter und so fort. Kann man sich alles noch hereindröseln. Übrigens das Thema Carbide nochmal. 15 Jahren in der Entwicklung. Und Bosch hat das jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt. Und ich glaube, das krempelt schon viele Sachen auch nochmal auf. Wie zum Beispiel auch meine Meinung zum Thema Säbelsägen. Aber es waren jetzt nur 3 Blätter, es gibt noch so viel mehr. Es gibt zum Beispiel Blätter speziell für Faserplatten oder hier für verschiedene Metalle oder hier zum Beispiel in verschiedenen Längen Blätter, um Steine zu schneiden. Du siehst, es gibt so viele verschiedene Blätter. Es gibt vor allem auch so viele Spezialblätter. Es gibt zum Beispiel ein Blatt speziell, um Fenster bei Abrissarbeiten rauszuschneiden. Oder das finde ich auch sehr interessant. Das eine Blatt, was wir vorhin getestet haben, das ist auch dafür da,
um Wurzeln in der Erde liegende Wurzeln oder allgemein auch Wurzeln ja, zu schneiden. Ja, also natürlich, du schneidest jetzt nicht unbedingt die Erde durch, aber wenn du es so freigelegt hast, kannst du schon in der Erde so ein bisschen mit dran rummachen. Und Wurzelwerk ist schon nicht so ohne. Ja? Oder. Es gibt also wirklich eine irre Auswahl an verschiedenen Blättern. Nach meinem Wissen ist es übrigens die größte Auswahl, die es im Professional-Bereich gibt. Aber soweit ich jetzt bis jetzt recherchiert habe, schreibt gerne mal unten eure Meinung zu den ganzen Blättern und so weiter mal in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Und vor allem würde mich auch interessieren, was soll ich denn für euch noch alles kaputt sägen, durchsägen? Also ich hätte schon Lust auf so einen richtigen, noch so Hardcore-Test, um die Blätter mal wirklich an die Grenzen zu bringen. Schreibt das mal rein, weil ich glaube zum Beispiel hier Stein mit so einem Säbelsägenblatt. Wäre doch mal interessant, vor allem auch, wie lange hält das, wie viele Steine? Das macht mir schon ein bisschen Angst. Wie viele Steine brauche ich denn da? Egal. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Wir haben jede Menge Spaß. Ich hoffe, du hast jetzt gesehen, Säbelsägeblätter können wesentlich mehr, als du denkst. Und so eine Säbelsäge sollte man sich vielleicht doch noch mal genauer angucken. Für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.